willkommen auf meinen fantastischen Kanal. Ich bin der Damir und heute habe ich euch ein Set von Vanhool, mittlerweile Lumibrix, mitgebracht. Den Western Freight Train WF 9036 mit 1524 Teilen. Das hier ist die Box mit schönem Hintergrund, wie der Zug durch die Wüste fährt. Schön. Hinten andere Western Sets. Ob die Beleuchtung das jetzt zu sehr strahlt, da die Box so schön glänzend ist. Jo. Hier vorne kann man auch sehen, welche Figuren dabei sind. Die zeige ich euch nochmal aus der Nähe. So, wir haben natürlich auch eine Bauanleitung. Die hat, schauen wir mal, 237 Seiten. Und am Anfang haben wir auch so ein bisschen Geschichte und Bilder. So halt. Nochmal der Zug. So. Ein kleiner Comic. Und dann startet auch schon der Bau. Das Besondere an meinem Set ist, ich habe dieses Set motorisiert. Das zeige ich euch dann ganz kurz. Wenn es hochgeht, dann ist es nicht so leicht, weil ja, die Platte konnte ich jetzt nicht wegtun. Aber wie ihr seht, er fährt. So viel Platz habe ich jetzt hier nicht zu zeigen, aber ihr glaubt es mir. So, kommen wir zum Set. Also, das Set hat 1524 Teile, 6 Minifiguren, keine Aufkleber, alles bedruckte Teile, 34 habe ich gezählt. Es hat 7 Bauabschnitte, hat 355 Bauschritte und das macht so 4,3 Teile pro Bauschritt. Die Maße vom Zug, 7 cm Breite, die Höhe hier 13 cm und Länge 77,6 cm. Bei diesem Set kommt etwa so viel Schiene dazu, dass der Rest ist meins und von der Western Train Station. Dieser kleine Wasserturm, der ist, was steht denn da? Ja, hier 12 cm breit mal 13 cm und eine Höhe von 17 cm. Das kann man hier auch so schön drehen. Wenn man quasi hier, wenn man so viel hinstellt, dass man quasi den Kessel befüllen kann. Es hat auch eine kleine Springfunktion. Das seht ihr jetzt hier. Da kommt quasi der Ganove mit seinem Dynamit. Und ja, wenn man das halt so aufbaut, dass der Zug daneben fährt, entgleist der. Da sieht ihr so eine kleine Konstruktion. So Dynamit. Und so, dann kann man das so hinstellen. Und dann halt nachspielen, dass der Ganove den Zug aus den entgleisen lässt und versucht dann den Passagierwaggon zu bestehlen, weil da ist vielleicht auch Gold und Geld versteckt. Kommen wir erstmal zum Preis. Dieses Set kann man jetzt auf der offiziellen Lumibrix Webseite für 94 € kaufen, macht einen Teilepreis von 6,1 Cent pro Teil. Ich glaube, auf Amazon habe ich das Set gesehen für 99 € und sollte, glaube ich, 15 € oder 15% Rabatt sein. Kommt aufs Gleiche hin. Die Motorisierung, ich habe die von Plaintiff, kann man es lesen? Plaintiff, das ist diese Lidl-Züge, die sie hatten. Und da hat jemand auf eBay die verkauft. Nur die Motorisierung, da kommt die Batterie, kommt der Antrieb und Fernbedienung. Und ich mache mal jetzt aus, damit ihr nicht loslegt. Die mag ich, weil da kann man auch, also je öfter man drückt, umso schneller ist er. Das hatte man bei den Power Functions, glaube ich, bei
bei der letzten Zugserie oder Powerfunctional-Serie von Lego. Aber das hatte noch ein extra Teil, quasi wo dann der Empfänger für die Geschwindigkeit war. Habe ich auch damit zuerst versucht zu verbinden, aber das hat dann nicht so gut geklappt. Ich habe den Empfänger hier versucht zu tun und das hat dann endlich aus. So fand ich es super. Fernbedienung, Antrieb, kann man regulieren, die Geschwindigkeit, perfekt. Ich habe es auf eBay für 28,15 Cent gekauft, inklusive Versand. Ja, kommen wir zum Set. Oder erstmal die Minifiguren. Hier haben wir dann die Passagierin oder eine Dame und ein Gentleman mit dem Hut. Und dann sieht so aus wie ein Banker, dann hier der Räuber. Ich würde sagen, das ist, keine Ahnung, der Arbeiter, der die Kohle in den Zug rein, in den Kessel wirft. Und das halt der Zugfahrer. Oder ist das auch der Zugfahrer und der die Karten überprüft? Weiß ich nicht. Bei der Figur. Der hat vorne und hinten Beinprints. Das habe ich jetzt so bewegt, damit man es besser sieht. Aber das hatte ich, glaube ich, bei Lumibrix noch nicht. Und der hier hat vorne angedeutete Taschen. Hinten ist der Ganove bedruckt. Die Dame natürlich hier auch, kann man ein bisschen den Druck sehen. Und der Arbeiter. Ja, ich mag die Lumibrix-Figuren. Ich finde die nett, schön. Es gibt auch Möglichkeiten, wie man sie auch schön aufnoppen kann, aber so ist schön. Die Beleuchtung von Set. Also, ihr seht, es leuchtet hier. Ja? Wir gehen der Reihe nach. Ich werde das jetzt auseinanderbauen und euch alles zeigen. Am Ende kommen wir zu der Lokomotive und dem Tender. So, jetzt seht ihr, wie das hier das Licht aufgehen wird. So. Das ist halt nicht wie bei Lego mit Magneten verbunden, sondern halt mit diesen Verbindungen, wo der Strom auch durchgebracht wird. Hier vorne haben wir eine Zugtür. Ja, kriege ich sie auf. Ja. Ja, die geht auf und man sieht auch, es ist auch ein schöner Print drauf. An der Seite haben wir Türen, so, die auf die Seite eingehen, vorne und hinten auch, also dasselbe, bedruckt und hier auch alles bedruckt. Oh, vorne und hinten haben wir auch auf beiden Seiten diese Zugtüren. Schön, schön. Hier vorne haben wir eine Lampe, hinten auch, wie immer schön beleuchtet. Und dann, wenn man das Dach abnimmt, da sieht man auch den Konnektor und die zwei Lichter. Und was haben wir hier drinnen? Da haben wir, glaube ich, so eine. Ich glaube, das ist so nur wie ein Regal. Für eine Kaffeemaschine wäre es zu früh. Und dann haben wir hier ein Zweisitzsofa, so ein kleiner Tisch. Und da sieht man halt hier auch auf dem Boden so Gold und Geld und ein Sack voller Geld. Ich glaube, da will der Kanone hin. Ja, ja, schöner Waggon. Ich würde sagen, das ist der Passagierabteil und der VIP-Abteil. Post, ja, FU City, das ist Goldwood. Was weiß ich, was ich jetzt damit meine. Aber gehen wir weiter. Gehen wir auf den zweiten Waggon. Das hat sich hier wohl ein bisschen verheddert. Ich weiß auch warum, zeige ich euch auch dazu noch was. Na, kriege ich es auch auseinander, ohne es jetzt kaputt zu machen. Na, so. Na, doch nicht so. So. Das ist ein ganz einfacher Güterwaggon. Hier geprintet alles, quasi Holzstämme. Hier ist der Konnektor für vorne, hier der Konnektor für hinten. Das hier hat jetzt keine extra Beleuchtung. Ja, die Räder. Habe ich die an den beiden Seiten sind ja verbunden, oder? Nee, hier die nicht. Das will ich euch zeigen.
Funhorn arbeitet so mit diesen Verbindungen. Und dann steckt man das auf diese Round Plate. Und dann dreht sich das. Funktioniert verblüffend gut. So, dann tun wir den wieder gleich zurück. Verbinden wir die hier für später, wenn wir das wieder dann alles zusammen zeigen wollen. So. Also die Verbindungen und aufeinander tun, das ist ein bisschen frickelig, aber ich denke, wenn es alles zusammengebaut ist und so, dann kann man damit echt gut spielen. Ja. Das hier ist eine Knopfbatteriezelle, die ich aus einem anderen Set genommen habe, weil normalerweise hier die Batteriebox kommt. Ich habe das ja getauscht, damit es motorisiert wird. Und dann habe ich das hier einfach genommen und hier drunter gesteckt. Und es passt halt gut, dass es halt auch fahren kann. Jetzt habe ich das hier abgerupft. Und das ist jetzt der Unterschied zum Originalen. Das habe ich halt selber gebaut. Da seht ihr den Tender. Das ist ja auch alles schön bedruckt. Da seht ihr auch das Feuer, wie es brennt. Und hinten auch die Leuchte. Ja, jetzt fällt mir alles auseinander. So. Vorne ein Lichtlein. Oh, wo haben wir noch irgendwo Beleuchtung? Nö, ich glaube, mit der Beleuchtung war das. Naja, aber hier drinnen kann man es noch sehen. Ja, hier alles geprintet, da das Rad und so. Auf jeden Fall, ich habe das so jetzt gebaut. Ich musste unten viel runter tun. Das werdet ihr auch beim Originalbild sehen. Das versuche ich euch jetzt auch ein bisschen zu zeigen. Seht ihr, es sieht halt anders aus. Bei mir steht der Zug auch ein bisschen, also quasi so schief, weil, ja, sonst konnte ich ja den Antrieb ja nicht dran tun. So, ich versuche das jetzt mal runter zu machen. Oder vielleicht war es auch keine gute Idee, das runter zu machen, weil, ja, weil das jetzt alles auseinandergefallen ist. Oh je, was habe ich jetzt gemacht? So, das wollte ich zeigen. Eigentlich, dass diese Pins, das sind definitiv Pins, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, aber auf jeden Fall bei diesem Lidl-Zeug, da gibt es keinen Friction, das fällt sehr, sehr leicht runter. Aber es hält es in der Spur, wenn dann diese Stange davor kommt. Und dann fällt es nicht raus und halt auch, wenn es auf den Schienen ist. Diese Gummis, die musste ich selber besorgen, die hatte ich nicht. Oder die waren bei Original Lidl nicht dabei. Oh Mann, hab ich das jetzt alles zerrupft. Ob ich das je wieder zusammenkriege? Na, schade. Ich baue das jetzt erstmal zusammen und dann melde ich mich wieder. So, und da bin ich schon wieder. Hab's jetzt alles zusammengebaut. Ja, ich wollte jetzt nur noch zeigen, wie er läuft. Guck mal, steht ein bisschen bergauf. Ja, geht. Und der ist auch entgleist. Da wo die kleine Falle war, das hat auch geklappt. Er kann normal über die Lego-Kurvenradius fahren, also das ist gar kein Problem. Jo, ich dachte mir, es ist vielleicht interessant, dass ihr seht, dass man diesen Zug auch sehr einfach motorisieren kann. Falls ihr dieses Teil nicht habt mit diesen Knopfzellen, das kann man leicht über Brixmax oder Lighttailing sich dazu kaufen. Ja, und für den Preis finde ich ein super Zug, super schick.
Und ja, man hat auch den Westernbahnhof und den Saloon und alles kann man sich dazu kaufen. So, ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Mal.